Seit 15 Jahren führt Hanno Klein eine genaue Statistik über seine Migräneanfälle. So lange ist der ITler bereits wegen der Krankheit in Behandlung. Kündigt sich eine Attacke an, muss er schnell handeln und sein Akutmedikament einnehmen. Ansonsten folgen bis zu 72 Stunden andauernde schlimme Schmerzen. Eine Pause machen, raus an die frische Luft gehen, das hilft, wenn es losgeht. Mit Migräne lebt der 57-Jährige schon seit 30 Jahren. Das kommt von der Seite meiner Mutter, die auch unter Migräne gelitten hat. Und die Medikamente, die es damals gab, hatten aber auch starke Nebenwirkungen. Und von daher habe ich da sehr gezögert. 15 Jahre lang erträgt er die Schmerzen. Doch die Attacken kommen immer häufiger, durchschnittlich jeden 3. Tag. Als es kaum noch auszuhalten ist, begibt er sich schließlich in Behandlung. Man fängt so ein bisschen an, erst mal zu hadern. Warum ich? Ja, was habe ich in meinem Leben vielleicht falsch gemacht, schlecht gemacht, dass ich jetzt mir das so eingefangen habe. Aber in meinem Fall war es nun genetisch bedingt. Das war für mich dann sozusagen die Erklärung. Meine Geschwister haben Glück gehabt, ich habe Pech gehabt in dem Sinne. Und dann versucht man halt damit zu leben. Ne? Aber die Häufigkeit ist schon, der Migräneattacken ist schon entscheidend dafür, wie man dann damit leben kann. Um gegen seine starke Migräne anzukämpfen, meldet sich Hanno Klein vor 2 Jahren freiwillig bei seinem behandelnden Arzt, um als einer der ersten an einer Studie über eine Antikörpertherapie teilzunehmen. Im Frankfurter Kopfschmerzzentrum wird daran mit viel Aufwand geforscht, im Gegenzug für eine kostenfreie Behandlung. Die Wirkweise der Therapie ist ganz neu und hat nur sehr geringe Nebenwirkungen. Im Migräneanfall wird ein Botenstoff ausgeschüttet, der heißt Calcitonin Gene-Related Peptide, CGRP. Und der sorgt dafür, dass er, wenn er von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergegeben wird und auch die Gefäße erreicht, Schmerz, Licht, Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit, das alles auslöst, was das Bild der Migräne ausmacht. Wenn man dann akut ein Triptan nimmt, dann wird die Ausschüttung dieses Botenstoffs gehemmt. Und die Antikörper haben jetzt ein bisschen anderen Ansatz. Die richten sich aus, auch gegen CGRP, werden unter die Haut gespritzt, warten quasi schon im Körper darauf, dass im Migräneanfall der Botenstoff ausgeschüttet wird und stürzen sich direkt drauf, sodass der seine weitere Wirkung nicht entfalten kann. Als Erfolgskriterium sehen wir die Halbierung der Kopfschmerzen an. Bei vielen Patienten erreichen wir noch mehr als die Halbierung, aber es kann natürlich weiterhin ab und zu Migräneanfällen kommen und die behandelt man dann akut, gezielt, genauso wie man das vorher ohne Antikörper auch gemacht hat. Das Medikament wird einmal im Monat unter die Haut gespritzt und die Therapie schlägt tatsächlich an. Der Herr Klein ist ganz arg von seiner Migräne geplagt gewesen, im Alltag, im Berufsleben, im familiären Kontakt. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, einen Patienten, den man über Jahre kennt, der sich dann entscheidet, ja, ich gehe in so eine Studie, um frühzeitig an die Antikörpertherapie ranzukommen, um das auszuprobieren, dass sich der Einsatz für ihn wirklich lohnt und es viel besser geworden ist und er mit seinem Leben jetzt viel mehr anfangen kann. Das ist natürlich auch ein Grund, warum man Arzt ist, damit man Leuten helfen kann. Und es ist gut, wenn man Werkzeuge dafür hat. Bei Hanno Klein wirkt das Medikament sehr schnell. Ja, das war also fundamental anders plötzlich. Dieses Medikament hat dazu geführt, dass ich wirklich schon einen Monat später in meinem Migränekalender nur noch die Hälfte der Einträge hatte. Ja, es hatte sich also sogar mehr als halbiert. Und dann kommt halt wieder mal ein Tag mit Migräne und man nimmt es aber viel leichter. Ja, man nimmt es dann hin, man hat seine Akutmedikation und dann geht es einfach weiter. 30 Jahre lang leidet Hanno Klein schon unter Migräne, aber so hat er jetzt viel Lebensqualität zurückgewinnen können.